Hi zusammen, hier ist Pavel. Heute gibt es ein neues Video und heute präsentiere ich euch ganz stolz iGarden M180. Dieses Prachtstück. Bleibt dran. Das ist ein Poolroboter. Und nicht irgendein, sondern ein richtiges Designerstück. Wo ich es gesehen habe, habe ich gedacht, okay, das ist ungewöhnlich. Das sieht so geil aus. Das ist richtig schön. Das sieht aus wie ein Supercar. Und nicht umsonst Supercar, weil iGarden hat 2 Jahre lang Le Mans unterstützt. Wir wissen alle, was Le Mans ist, Supercars, und das ist quasi inspiriert von Supercars. Von vorne, von hinten sieht aus wie ein Supercar. Richtig, richtig schickes Teil. Und klar, ihr seht, unser Pool ist unser Stolz. Im Sommer baden wir jeden Tag im Rahmen unserer Möglichkeiten. Und jeder, wer einen Pool hat, weiß ganz genau, ein Pool muss sauber sein. Wenn ein Pool nicht sauber ist, dann macht das keinen Spaß drin zu baden. Und deshalb, wir achten penibel auf unser Pool. Also da darf nichts reinfallen. Jetzt haben wir extra was reingeschmissen, weil wir werden euch zeigen, wie das Ding funktioniert. Aber alles der Reihe nach. Wie jeder anständige YouTuber machen wir jetzt einen kleinen Unboxing. Quick Start Guide, wichtig. Ladegerät, auch wichtig. Ein Haken zum Rausholen. Sauber verpackt, also sehr weich gepolstert. Das finde ich gut, dass nichts kaputt geht. Und das Gerät selbst. Ist ziemlich schwer. Hier ist noch detaillierte Gebrauchsanweisung, das ist auch ganz wichtig. Und das sieht nach einem Filter aus. Wirklich sehr sauber verpackt. Pluspunkt. Hier ist noch mal so ein Beutel, finde ich sehr praktisch, zum Überwintern. Und das ist das Gerät selbst. Sieht ziemlich gut aus. Stromlinienförmig, unter Wasser, wirklich kein Widerstand. Deshalb kann sich diese Maschine komplett auf die Reinigung konzentrieren. Und das ist natürlich super genial. Alles sehr logisch aufgebaut. Wir haben hier einen Filterkorb. Muss übrigens nicht jedes Mal ausgewechselt werden, muss nicht jedes Mal gereinigt werden. Alles sammelt sich hier drin. Und dann kann man das ausspülen, Sand, Blätter, alles was im Pool auf dem Boden liegt, wird hier aufgesammelt und dann gereinigt. Es gibt 2 verschiedene Filter. Das ist ein Filter für täglichen Bedarf und es gibt noch feinere Filter, zum Beispiel für Sand und für Staub. Wir wissen ganz genau, wovon wir reden, weil wenn wir zum Beispiel im Winter hier nicht sind und im Winter badet man nicht im Pool, das ist klar, da sammelt sich einiges. Und jedes Mal nach dem Winter, also im Frühling, wenn es losgeht mit der Badesaison, irgendwann mal im Mai, dann fangen wir an zu putzen. Und wir putzen nicht nur Fußboden, sondern auch die Wände, weil die ganzen Ablagerungen, Algen, Kalk, alles was sich ansammelt, haftet nicht nur auf dem Fußboden, sondern auch auf den Wänden. Und hier haben wir perfekte Saugkraft. Wir haben Batterielaufzeit für 8 Stunden. Das ist natürlich sehr viel und wir können mit diesem Roboter reinigen. Fußboden und Wände. Wir können normal reinigen oder wir reinigen im Turbo-Modus. Vorteil von diesem Roboter ist, wir haben hier KI-Timer. Ich habe schon gesagt, wir haben 8 Stunden Batterielaufzeit. Das bedeutet, wenn wir hier zum Beispiel 4 Tage nicht sind und dann zurückkommen wollen und Pool ist sauber, dann können wir Timer so programmieren, dass er zum Beispiel jeden 2. Tag putzt. Dann kommen wir zurück und Pool ist sauber. Und nicht nur das, hier gibt es auch eine App. Die App gibt es für Android und für iOS. Ich habe das jetzt auf dem iPhone installiert und Roboter hat sich sofort gefunden. Also man muss natürlich erstmal Wi-Fi anmelden, damit ihr von zu Hause den Roboter programmieren und starten könnt. Und wir können im Prinzip loslegen. Zuerst müssen wir den Roboter hier unten einschalten. Es gibt einen Schalter und es gibt Sensoren hier oben, wo ihr zum Beispiel Modus wählen könnt, wo ihr alles einstellen könnt, Wand oder Boden oder beides oder Turbo-Modus, Timer programmieren. Es geht alles über den Roboter oder es geht über die App. Und über die App finde ich es natürlich viel, viel praktischer. Wollen wir es ausprobieren? Also ich bin schon sehr verschwitzt vor Aufregung, weil ich möchte das Ding euch jetzt vorführen. Das ist wirklich genial, wie das Ganze funktioniert. Vor allem, ich muss mir keine Sorgen machen, ich muss erstmal das Gerät aufladen und ich habe schon gesagt, wenn ich das Gerät voll aufgeladen habe, dann haben wir ganze
8 Stunden Batterielaufzeit. Das, was ihr hier unten seht, das ist natürlich nicht typisch für unseren Pool. Das ist nur zu Demonstrationszwecken. Also bei uns ist alles picobello sauber und wir freuen uns, dass wir mit dem iGarden das alles so erhalten können. Und jetzt, let's go! Und ich habe jetzt Folgendes eingestellt. Wir haben jetzt hier alles komplett. Ich kann natürlich einstellen, was ich sauber machen möchte, aber ich habe gesagt, okay, mach mir alles. Und Start. Und wie ihr seht, er läuft. Also da hat Sensoren vorne, Sensoren hinten. Jetzt wird er wahrscheinlich mit den Wänden anfangen. Genau, der klettert jetzt die Wände hoch. Das ist sehr brav, weil ich wollte erstmal die Wände haben und dann den Boden. Und guck mal, der kommt jetzt raus. Ja, ein typisches Geräusch. Er macht die Wasserlinie sauber und die Wand. Und dann kommt er wieder runter und so arbeitet er von Wand zu Boden. Also im Prinzip die ganze Reinigung. Der fleißige Roboter arbeitet immer noch, aber wie ich sehe, da gibt es nichts mehr. Hat jetzt alles rausgeholt und deshalb hole ich den jetzt auch raus. Das ist der Haken, der im Lieferumfang enthalten ist. Können wir jetzt einfach den Roboter rausholen, ausschalten, dann gucken wir mal, was er alles gefunden hat. So, fleißiger Roboter, komm. Raus mit dir. Das geht übrigens super einfach. Jetzt ist er aus. Jetzt gucken wir mal, was er alles gesammelt hat. Also ich sehe schon, wow. Ich glaube, er hat zu viel gesammelt. Jetzt guck mal. Hier. Das ist das, was er gefunden hat. Er hat nicht nur die Blätter gefunden, sondern ich glaube, Micho, weißt du was? Ich glaube, wir müssen Pool bald neu machen, weil da blättert sich auch Putz zwischen den Zähnen, also zwischen den kleinen Fliesen. Das hat er natürlich auch aufgesaugt. Gut, war nicht in unserem Sinne, aber er hat tatsächlich fleißig alles gefunden. Und alle Blätter, die ich reingeschmissen habe, die sind jetzt alle drin. Das kann ich jetzt auswaschen. Gut, machen wir zu. Das müsst ihr jetzt nicht unbedingt sehen, aber ich habe jetzt den Eindruck, dass unser Pool wirklich sauber ist. Guck mal, also hier ist wirklich alles sauber. Jetzt kann ich baden gehen, aber bevor ich jetzt baden gehe, mein Fazit dazu. Sieht aus wie ein Rennwagen und ist sehr gründlich. Wie das funktioniert, keine Ahnung. Also wir haben das angeguckt, das war für uns wie Fußball gucken. Ja? Wer die Blätter sammelt, ein Blatt gefunden, noch ein Blatt gefunden. Der hat irgendein System, der macht jetzt nicht Perimeter und dann so zickzack. Da ist ganz eigenes Algorithmus. Ich habe es nicht verstanden, welches Algorithmus, aber was er sieht nichts mehr, was im Pool liegt. Und das ist die Hauptsache. Der hat jetzt lange gearbeitet und die Batterie ist noch fast voll. Also die Gesamtlaufzeit, 8 Stunden, das kommt ungefähr hin. Und das, was er gefunden hat, die Wände, gut, die Wände waren sauber, das muss ich gleich sagen, aber der Boden tatsächlich von mir absichtlich mit Blättern bedeckt. Das haben wir auch jedes Jahr. Wenn zum Beispiel der Herbst kommt, dann kommen alle Blätter rein. Sie bleiben liegen und klar, das muss entfernt werden. Und das muss entfernt werden regelmäßig, nicht einmal im Jahr. Wir haben das ein Jahr irgendwie komplett vergessen, verpennt, nicht gemacht, waren nicht da. Und dann kommen wir zurück und gucken, wow,
Ja, und dann erstmal Kescher und ja, Roboter ist natürlich besser. Gut, grobe Sachen, wenn zum Beispiel ein Baum reinfällt, das wollen wir natürlich nicht, ja? Aber kleine Sachen hat er tatsächlich alle gesammelt. Und wenn er jetzt zum Beispiel in Winterschlaf kommt, am besten alles reinigen, putzen, abtrocknen. Achtet darauf, dass er geladen ist, weil Batterie muss immer geladen sein und dann habt ihr im nächsten Jahr wieder Freude an diesem Poolroboter. Alles zusammengefasst, also wirklich eine schöne Maschine, ist ziemlich schwer, liegt sehr gut auf dem Boden, auf dem Fußboden, auf dem Boden vom Pool, klettert auch die Wände hoch, das ist auch ganz gut. Und ihr habt jetzt die Aufnahmen gesehen, falls jemand sagt, was hat das mit Fotografie zu tun? Das hat sowas mit Fotografie zu tun. Wir haben jetzt Unterwasseraufnahmen gemacht, wir haben jetzt Drohnenaufnahmen gemacht, da habt ihr jetzt alles gesehen. Also das ist wirklich ein geiles Gerät. Und wenn Pool sauber ist, dann können wir natürlich auch ein Pool-Shooting machen. Micho, du schmeißt dich dann in Bikini, ja? Nein? Also Micho will das nicht, der will jetzt nicht in Bikini, will kein Pool-Shooting machen. Aber ich bin jetzt froh, dass Pool sauber ist und dass dieses Gerät so funktioniert hat, wie wir das erwartet haben. Und das ist das Wichtigste. Und das war's für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, dann hinterlasst ein Like. Das ist so. Wenn euch dieses Gerät gefallen hat, dann hinterlasst 2 Likes, das ist so. Abonniert unseren Kanal, werdet Kanalmitglied, schaut andere Videos auf unserem Kanal. Wir haben viele Videos zum Thema Fotografie und Bildbearbeitung. Wir haben letzte Zeit viele technische Reviews, das macht uns einfach Spaß. Und wenn ihr lernen wollt, wie ihr richtig fotografiert und wie ihr Bilder bearbeitet, dann schaut bei uns im Shop vorbei. Wir haben Lernvideos, wir haben Bücher, zum Beispiel Fotografen sehen mehr und Fotografen sehen mehr 2. Wir haben Presets, wir haben Workshops, wir haben alles, was den Fotografen Spaß macht. Und Fotografen brauchen natürlich auch freie Zeit und Urlaub. Und deshalb ist das ganz gut, wenn sie auch mal im Pool baden können. Stimmt, Micho? Oh ja. Dann schmeiße ich jetzt in den Pool samt Kamera und springe dazu. Also, dann grüßt Oma, grüßt Opa. Fragt Oma und Opa, ob sie einen Poolroboter haben wollen. Ich denke schon, wenn sie einen Pool haben, dann wollen sie es haben, nicht nur Staubsauger. Ja? Und trinkt darüber nach. Ciao.